Billig, dummer Weg da. Also, dann nimmst du den großen. Seht ihr? So funktioniert das. Also. Hallo, ich bin der Manuel Schad von Sal. Normal schraube ich nur einen Prima 5S Raum, aber heute haben wir einen ganz geilen Typen da. Den, wie heißt der nochmal? Johannes heiße ich. Den Hans. Und der Hans, der bekommt von uns, was war das für ein Motorrad? Eine alte BMW. Eine alte BMW auch hergerichtet. Ja. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie das geht, dann müsst ihr dieses Video anschauen. Ja? Was haben wir an dem Motorrad gemacht? Eigentlich einfacher, wenn man sagt, was man nicht gemacht hat. Was haben wir nicht an dem Motorrad gemacht? Den Tank außen neu lackiert. Das ist noch so. Also wisst ihr, den Tank, den haben wir nicht lackiert. Und sonst? Alles umgebaut. Und sonst, hört ihr es, sonst haben wir alles umgebaut. Ja? Ist das so? Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute Technik, Bike-Porn, Bike-Vorstellung, ihr könnt es euch aussuchen. Unter mir ist die SWT 143, die tut sich deutlich abheben von den anderen Motorrädern, weil die ist unheimlich flach geworden. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Johannes einfach zu klein für große Motorräder. Da gehen wir jetzt so mehr in die Kategorie Bobber. Was ist an diesem Bike alles gemacht worden? Wir heben uns ein bisschen auf den Markt vor, weil wir ja die Rahmenverstärkung machen. Also konnten wir das gar nicht anders, als dass wir in Johannes auch eine Rahmenverstärkung eingeschweißt haben. Dann ist es ein Monolever-Rahmen, da ist die Federbeinaufnahme geändert worden. Und die Stahlschwinge ist um 10 cm verlängert worden. Bremshebel entspricht soweit noch dem Original, außer dass er da modifiziert worden ist, weil er ja sonst um die Abgasanlage rumgeht. Stichwort Abgasanlage. Da gibt es ein paar schöne Clips, die haben wir beim Rudi biegen lassen von SR Racing. Die hat auch neu richtig gut ausgesehen. Bloß der Johannes war mit dem Motorrad schon unterwegs, da war er mit in Griechenland. Genauer gesagt, ist bis Athen gereist. Das Bild blenden wir jetzt ein. Jetzt das Bild von Isthmus von Korinth? Ja. Wenn ihr beide Bilder vergleicht, dazwischen liegen 35 Jahre circa zwischen den beiden Bildern. Und das finde ich mal eine coole Aktion, deswegen habe ich da so Gas gegeben. Und der Support, der ging bis in die Nacht früh. Um 5 Uhr war der Johannes noch da, hat noch das letzte Bauteil abgeholt für das Motorrad. Ja, vorne ist die Originalgabel, etwas gekürzt, mit dem Original-Vorderrad, mit einem etwas breiteren Vorderreifen. Vorne 110, 90, 18 verbaut. Hinten 130, 80, 18 verbaut. Halber pro Stoßdämpfer. Ja, eigentlich das einzig richtig Originale an dem Motorrad ist der Gastank. Sonst ist alles zweimal gedreht und gewendet worden. Ne? Hinten haben wir eine saubere Lösung gefunden. Also wenn der Johannes mal nicht auf der Straße fährt, kann er hier einen Stecker auseinanderziehen, kann mit einer Schraube dieses ganze Geweih abbauen. Für den legalen Betrieb auf der Straße war das nötig, dass er hier seine Absturzsicherung hat und sein Nummernschild mit den Beleuchtungen dran. Ja, den Schalthebel, den können wir noch mal hervorheben. Den gibt es jetzt bei uns bald im Shop. Da haben wir 50 Stück als Edition, als Spezialedition für den Johannes gemacht mit seinem Logo, mit einem Untouch an unseren Boxer. Jo, optisch seht ihr auch, da hast du die Fräsbilder, ne? Ventildeckel verändert, der Kettenkasten ist verändert, der Rallye-Luftfilter, der wunderbar dazu passt. Ja, ist. Und ohne dass ich jetzt den Johannes wiederholen will, aber es ist erschreckend, wie gut das Motorrad sich fahren lässt. Ich hätte es nicht gedacht.
Ich habe mich da draufgesetzt bei der Probefahrt und auch der TÜV-Ingenieur, der sie abnehmen musste. Wir waren beide ganz begeistert, wie gut man damit fahren kann. Wenn ich das jetzt so anschaue, hätte ich das nie erwartet. Aber das ist einfach so, dass man da einfach super drauf sitzt. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich an der Stelle, warum? Warum kein Burnout? Ja, weil der Johannes in der Kamera ist. Wie soll ich denn das machen? Sonst warten wir ja, bis die Kunden weg sind. Aber irgendwann, wenn er nicht zuschaut. Was für ein Video ist da jetzt noch im Nachhinein verlinkt? Das Black Shadow Video vom Johannes. Ach, das ist die Black Shadow. Ja, war das gut? Hey. Und ich habe keinen Telefonjoker gebraucht dafür. Das ist die Black Shadow. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked uns nicht, abonniert uns nicht in Instagram, nicht in Facebook und nicht auf TikTok und lasst es einfach gehen, okay? Bis bald, euer Manuel. Ciao. So mein Junge, jetzt hast du gesehen, wie das funktioniert bei uns hier im Laden, ne? Wie wir hier schweißen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch euer Prima 5S zu uns bringen. Wir machen die Gabel länger, die Stoßdämpfer kürzer und wir nehmen die Luft aus den Reifen, okay? Dann mache ich. Und dann. Stimmt. Ja, ist so wurscht. Wheelie. Burnout. Burnout? Warum kein Burnout? Warum kein Burnout? Okay. Noch Fragen? Nein. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Manuel.